56 Angler. So machen wir das. 28 Boote. Wenn's nicht beißt, immer in Bewegung bleiben. 11 Nationen. Unbelievable, 3 Zielfische. Guter Fisch, Kescher. Komm. Und Ja, Mann! ein Pokal. Ja. Der YPC Boat 2026 wird euch präsentiert von Hearty Rice, Feel the Difference. Shimano, Closer to Nature, Closer to People. Und dem B1 Boot Center. Wir bauen dein Boot. Hallo liebe YPC-Fans, herzlich willkommen zur 7. Episode und damit zum Turnierauftakt in Gruppe D. Hier erwartet uns ein extrem starkes Feld mit diversen Titelkandidaten, was eine Prognose im Hinblick auf die Finalqualifikation durchaus schwer macht. Westin ist natürlich wieder dabei, mit einem Duo, das Generationen verbindet. Auf der einen Seite Luc Coppens, hochdekorierter Turnier- und Marketingprofi mit einer über die Jahre auf beachtliche Größe angewachsenen Sammlung an Favorite Lures. Auf der anderen Seite Toon van Ham, nach Bank-Bronze im letzten Jahr alleiniger Spitzenreiter im YPC All-Time-Ranking. Toon ist außerdem frisch vermählt und hat kürzlich auch schon Papa-Qualitäten angedeutet. Beim YPC Fans Junior leitete er seine 10-jährige Teampartnerin Mila äußerst besonnen an und verhalf ihr zu einem 1,21 Meter Hecht. Ein ähnliches Kaliber hätte der japanische Tackle-Hersteller Tailwalk letztes Jahr gebraucht, um die Vorrunde in der Todesgruppe C zu überstehen. Robin Imkamp, der die Turniergewässer als Guide quasi täglich beackert, fing zusammen mit seinem Hamburger Bootspartner Guido Hill reihenweise dicke Zander und Barsche. Und trotzdem schieden die beiden mit fast 725 Punkten als Gruppenvorletzter aus. Völlig absurd, aber definitiv ein grelles Warnzeichen für die diesjährigen Konkurrenten. Auch Abu Garcia dürfte bei einigen die Alarmglocken schrillen lassen. Mitchell Kröse holte im vergangenen Jahr zusammen mit Simon Torenbeek Platz 5, damals noch für Lawrence. Jelle de Jong landete ein Jahr davor mit demselben Partner sogar noch eine Platzierung näher am Podium. Bei dieser Auflage geht die schwedische Traditionsbrand nun mit Mitchell und Jelle an den Start. Bite of Bleak. Die junge schwedische Brand setzt auf dasselbe Duo, das beim Debüt die Bronzemedaille mit nach Hause nahm. Mit dem zweifachen Perch Pro-Sieger Jonas Norberg ist ein absoluter Barschexperte an Bord. Sein Bootspartner Jochen Elpers nimmt's mit den Zielfischen weniger genau und fängt auch die anderen Spezies regelmäßig in Übergrößen. Wir jedenfalls gehen stark davon aus, dass diese deutsch-schwedische Kombi diesmal auf den Pokal schielt. Zeck ist ebenfalls wieder dabei und setzt auf Kontinuität. Chris Enders ist womöglich der wichtigste Mann in der Köderentwicklung des deutschen Herstellers. Frank Bussmeier kann auf Siege bei WPC und Lure Masters zurückblicken und besitzt dementsprechend die Gelassenheit, die es in kritischen Turnierphasen braucht. Für Humminbird ist es nach 2022 und 2023 die 3. Teilnahme. Nils Meuter, ehemaliger Betreiber eines südfranzösischen Angelcamps, fing schon rund um den Globus Ausnahmefische aller möglichen Spezies. Sein Kompagnon Jan Zitzen ist ein sehr starker Barschangler und versteht sich genauso auf die verwandten Arten aus Nordamerika. Und abschließend haben wir Frapp als einzige Brand, die erstmals bei diesem Turnier an den Start geht. Die junge lettische Köderschmiede setzt beim Debüt auf Raimonds Chenis, der bereits mehrere Predator-Tour-Teilnahmen auf dem Buckel hat. Sein Partner wiederum kennt das Rhein-Maas-Delta qua Beruf. Denn Toni Pojalainen guidet nicht nur auf seinen finnischen Heimatgewässern, sondern auch in anderen europäischen Top-Revieren. Wegen eines stürmischen Morgens und damit verbundener Sicherheitsbedenken wird der River Day, wie schon in Gruppe C, erst um 12 Uhr angepfiffen.
Ungemütlich ist es trotzdem. Wir gehen rein. It's going to be rough, guys. Really rough. I think we can be happy if we have 2 fish today. Hi everyone, Raymond. Donny? We are representing team Frap Fishing Baits from Latvia. Tony is a guide, fishing guide. Yeah, but pretty far away from again. From Finland. Again, far away, but Yeah, so we're gonna try to conquer Holland's waters with our lures. Ja, herzlich willkommen bei Team Zeck auf dem Boot. Ja, wir haben unser Training eigentlich ziemlich gut absolviert und hoffen jetzt natürlich, dass die Fische uns in die Karten spielen. Und ja, von daher brauchen wir eure Daumen, dass sie kräftig gedrückt sind. Wir sind gespannt, wir sind nervös, ja, und wir freuen uns. Wie die Flitzebogen. Ja, wie die Flitzebogen. Nun, also wir machen jetzt mal die ersten Würfe und dann hoffentlich melden wir uns gleich mit dem ersten Fisch. Herzlich willkommen beim Team Tailwalk. Wir sind hier auf dem Flusstag. Hartes Wetter und Guido, wir haben gute Laune mitgebracht. Wir haben gute Laune und schlechtes Wetter mitgebracht. Die Caps sind 2 Nummern enger geschnürt, damit sie nicht wegfliegen. Wir sind optimistisch, dass trotzdem gleich was geht. Wir fangen an mit einem Spin-Jig und werden versuchen erstmal die Barsche zu fangen. Und dann gucken wir, was die Zander sagen, die alle Tage ziemlich schlecht drauf waren. Aber es ist unser Ziel, erst Barsch, dann Zander. Wir werden sehen, was das gibt. Und was wir heute auch dabei haben ist ein Kescher ohne Löcher, der nicht kaputt ist. Und wir verlieren den auch nicht. Wir verlieren den auch nicht diesmal. Egal wie Aber viel Wind heute ist. wir hoffen, dass das nicht das Einzige ist, was hängen geblieben ist vom letzten Jahr, dass der Kescher flöten gegangen ist. Ein paar schöne Fische hatten wir. Genau. Also, ab geht's. Team Tailwalk startet. Before we start, we have to celebrate something. It's Jelle's birthday. My birthday. I'm always gone on my birthday fishing. Congratulations, my friend. Thanks a lot, my friend. Thank you, thank you, thank you. And I brought some special cake for that. So, I even brought a cake for the cameraman, because he's a friend as well. So before we start fishing, we're gonna eat some cake and then we will catch some big ones. And the thing is, it's really windy today. So, we couldn't fish on the waters we trained. So today we're gonna take you with us for a full day of fishing on spot we never fished before. How cool is that? The way we're gonna approach the spots. On the way here we looked at a lot of spots and everything looks nice, so let's give it a try. Okay, so the weather is crazy today. Super much wind, some big waves. Absolut. Wir versuchen jetzt den ersten Spot 10 Minuten hier zu fischen und dann sind wir weg und versuchen uns was Ruhigeres. Aber der ist gesetzt und den müssen wir einmal fischen. So Jonas, Ja. It's time for Rumble again. Let's fucking go. All the best. Oh la la, if he takes that lure, I know what's going to happen, guys. When Toon takes this combination, hold on then. Here we are again. Keep on watching, here we are again. And for us it's a special moment because all the gear we use now, even the spinning reels, it's 100% Westin. Ja. So for the very first time we have also spinning reels and they are good, they are really good. So super excited to show you guys. Don't forget to support us down in the comments and Luke and I will get started, hopefully with some big fish. Here I got the new Cool Shed, 10 centimeter. It's a new shed with a honeycomb. It means it's really soft and the predator, like the perch or zander, can take it really easily. And we also got the new power bait gel for it. So you can use it on the soft baits, metal jigs, hard baits, whatever you want. You can just put it with your finger and it will also stick into the honey cubes. Wir machen jetzt Folgendes. Wir gucken jetzt kurz mit dem Sideview, also dem Sidescan, den Bereich nochmal ab, wo man halt ein bisschen was sieht. Und wenn wir die Vermutung haben, dass irgendwo an der Kante mehr Fisch liegt, dann fischen wir lieber die aus. Wie jetzt einfach blind in diesem Bereich, wo wir im Training gefischt haben, da rumzuwerfen. Da sind welche, da sind welche. Das Sight-Imaging von Humminbird fällt mir aber 1000-mal besser. Also die Tiefenschärfe und die Wiedergabe von dem Sight-Imaging ist ein Traum. Wir sind heute im Fluss und ihr wisst ja, hier in diesem Bereich
ist Tideneinfluss und wir checken jetzt mal, wie die Tide gerade ist. Und da gehen wir einfach auf unserem Echolot auf Tools. Das hat nämlich das Explore wunderschön drin. Ich tippe auf Gezeiten und dann sehe ich sofort, wo wir uns befinden. Wir sind also jetzt im letzten Drittel der ansteigenden Phase und werden jetzt gleich den Höchststand erleben und dann läuft das Wasser aus den Flüssen ab, wieder Richtung Meer. Der Spotlog-Punkt sitzt genau hier. Ihr seht hier die Karte und der Ultrex Quest, der steht bombenfest. Wir sind also auf einem Steg hier quasi. So gut fühlt sich das an. Und jetzt werden wir den ersten Wurf machen. Jan, hau was raus, ich habe irgendwie mehr Adrenalin im Blut als Blut. Come on, I wanna cast. I wanna cast. First cast, Future Predator Cup, Boat Edition 2026. Team Abu is coming. Follow us, guys. YPC Boat 2026, first cast. Here we go. Let's get it started. That's a long cast. Oh yeah, it's easy to cast. Eh? It's a double long cast. It was a soft cast and still managed to get out so quite far away. 200 meter cast. We can almost see we got an opening over here by the rocks. So we need to hit it in this wind. So it's gonna be a challenge. I'm starting off with the Blade Stalker by Bite Oblique with a tiny trailer, tiny hover trailer. So perfect for these conditions, I hope. Team Tailwalk startet. Die ersten Würfe. Guido. Schauen wir mal, was es wird. Auf die ersten Barsche. Okay, let's go. First cast. Everyone always says the first cast, if you get a fish, it's a bad luck. I don't believe it. I like a fish in a first cast. It means that you have a good day ahead of you. So let's hope for it. Cheers. Erster Wurf und Biss, was ist das denn? Man soll ja auf dem ersten Wurf nichts fangen, ne? Deswegen habe ich nicht angeschlagen. Nee. Dass ein Spin-Jig scheiße fliegt, hatte ich auch noch nicht. Oh, knallharter Biss. Da hängt er. Nein. Hui. Die Barsche sind aktiv. Da war die Bremse noch ein bisschen zu fest. Fisch. Ja. Brauchst du einen Kescher? Ja. Der sieht gut aus. Oh. Geh mal auf die linke Seite. Was ist mit dem linken Fuß? Junge, scheint garstig zu sein. Oh, noch ein dicker hinterher. Sauber. Ja, Mann. Sauber. Die Barsche sind on fire. Also erster Wurf, mehrere Fische. Ich hatte meinen bis zur Oberfläche. Guido, zweiter Wurf, gleich auch wieder ein Fisch. Also, ich lasse die Scale mal halb, ne? Erster Fisch, Anfang 40 würde ich sagen. Wir legen ihn mal rauf. Ja, Mann. Na, 47 oder 46? Ja, das darf der Schiri entscheiden, was er hat. 47. 47er als erster Fisch, ab auf die Matte. 46,5, also 47 und kommt zurück. Da ist ein anderes Team, ich glaube, die trainieren, haben uns zugejubelt. YPC, eine große Familie. Tailwalk erwischt den perfekten Start, noch bevor wir hier richtig sortiert sind. Wir holen den Blick auf die Karte nach.
Guido und Robin angeln westlich von Dordrecht auf der Udemaas. Frapp befindet sich zwischen Rotterdam und Gouda auf der holländischen IJssel. Alle anderen Teams starten weiter südlich. Zec im Biesbosch Nationalpark, Beit auf Bliek, Humminbird und Westin liegen von West nach Ost auf der Ammer bzw. der Bergschen Maas und Abu hat sich auf das kleinste Gewässer zurückgezogen, einen Abzweig der Ammer, den Wilhelmina-Kanal. Windig bleibt es aber überall. Normally you stay at home like condition like this. For my first cast, I'm using Zetric Source Narrow Rod up to 17 grams. It's a really high profile, high graphite rod, very sensitive and very durable. Jetzt können wir uns überlegen, wenn jetzt in der nächsten halben Stunde kein Biss kommt, ob wir dann die Power nutzen. Erstens wissen wir dann ein bisschen mehr, wo die gerade stehen. Und zweitens haben wir jetzt gerade Hochwasser. With this weather, that should be biting like maniacs. Hängt. Nächster. Kleinerer Fisch. Wirklich kleinerer Fisch. Gehst du links rüber? Nächster. Wieder ein kleiner Barsch. Du kannst weiter angeln, Guido. Hast du gehört? Du darfst weiter angeln, wenn du magst. Ja, ich halte den Kescher noch kurz bei der Böe fest, wenn das für dich okay ist. Also, wieder unser JP-Spin. Liefert ein bisschen nach dem nächsten. Und den messen wir schnell, weil wir wollen ja noch ein paar mehr fangen und sie beißen gerade. Schnell drauf. Hier vor. Hier dran. Ja, 36,5. Der gilt als 37 und der kommt jetzt schnell wieder zurück ins Wasser. Kescher nicht allzu weit weg. Fisch. Und, was sage ich, nicht allzu weit weg. Wir müssen nur aufpassen, dass die Scale hier nicht wegfliegt. Wir kommen gar nicht hinterher mit dem Reposten hier. So, schnell wieder hier drunter geklemmt. Ja, Guido. So, nächster Fisch. Scale halte ich fest. 36. Den dürfen wir hoffentlich noch upgraden heute. Und zurück. Guido denkt schon ans Upgraden. Da hat Abu gerade erst die Kuchengabel aus der Hand gelegt. Well, we start with a soft bait, end with a twitch bait, a stunner, because we want to adapt to a new spot. I'm casting straight into the shore, so the first couple of meters is going to be shallow, I think. Fishing with the deck stunner, and Mitchell's doing a deeper area with a soft bait. So in that way, we cover like a deeper part and a shallow part, just to check if there's any fish around. Tiny bite, tiny bite. Ja, hang on. Ja. Nice look. Small one? Oh, okay, not big, but good. Oh, above hi. size. Or? No, Bubbles. no. I saw bubbles. So bubbles? Yeah, I saw bubbles. It's Xander who is drinking champagne. Oh, it's not too bad. No, it's okay. It's okay. Yes! Right, I'm gonna move the boat also for the boat. First one is in the pocket. Shetty's Ultra Shet, yeah. And like I expected, I love this color. It's a very good color. The first one is in the boat. Fantastic. First spot, first fish. Thanks to Captain Tone, of course, who knows the spot very well. It's 56 approved. Yes. Super, Luke. Fantastic. Cool. And let it go. Very slowly. Yes, sir. Thank you for coming by. Bye bye. We want to catch perch. Yeah.
But we can also catch sander here, so yeah, we'll see what will bite. But main target is perch here. Fisch. Fisch? Ja. Jan, ich glaube, das ist ein besserer. Ja. Ich bin da. Er ist da. Oh nein. Oh. Ah. Leider nein. Fehlalarm. Komm her, ich mach schon ab. Ja. Das ist immer nicht auszuschließen, dass der doch geschnappt hat, aber vorbeigeschnappt hat. Und dann sitzt der Haken natürlich nicht im Maul. Was meinst du denn mit der Power Hour? Ich meine, wir haben da einen Vorteil, wenn wir jetzt die Power Hour nutzen, dass wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr sehen, auf welche Aber Ecke. die Tide, ich will noch einen Ticken warten. Okay, ich würde es fast machen, ehrlich gesagt. Erstens wissen wir, was los ist, können eine bessere Strategie machen. Dann genau das Ding mit dem stehenden Wasser ist auch noch mal besser. Ja. Also ich glaube, und dann können wir halt, du weißt ja hinten raus, wenn es dann nicht läuft, dann kommt man unter Druck und macht nachher noch den flotten Hasen. Und den flotten Hasen, den können wir gar nicht gebrauchen. Okay. So, wir bereiten gerade alles vor. Wie ihr sehen könnt, wir nutzen jetzt die Power Hour und leuchten jetzt den Bereich hier aus. Einfach um noch ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, sind die Fische gerade da oder nicht. Und ja, dann, ich vermute, sie sind da und dann werden wir schauen, dass wir die ein bisschen anwerfen. Also drückt uns die Daumen. Zach bemüht sehr früh den technischen Support, während es bei Tailwalk schon wieder klingelt. Hängt. Nächster. Der ist ein bisschen besser, glaube ich. Also hier die Full Range in Action. Schöne Route für Jigspinner. Das ist unsere neue M-Route. Oh, schöner Fisch, Leute, schöner Fisch. Endlich auch mal ein bisschen länger als Route. Da haben ganz, ganz viele drauf gewartet, weil die sonst so bis 2,10, 2,15 ging. Oh, Guido, da kommt er. Oder auch nicht. Vorsicht, 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 der Kescher. Der Kescher hängt drin. Yep. Der könnte knapp an die 40 gehen. Major Craft, das läuft. Und hier natürlich eine schön auffällige Farbe bei dem hohen Wasser, was wir heute haben. Bis jetzt sind sie aktiv. Wollen wir hoffen, das bleibt so. Dann kann das nämlich ein interessanter Tag werden. Guckt euch diesen kleinen Lümmel hier an. Schon mal mehr Barsch als das eben. Und der muss auf die Scale. Der ist 45 cm. Ha! Der ist Was sogar hat er? über 45 cm, ja? 45er? Geil. Also, ein bisschen verschätzt. 45 cm, sogar leicht drüber. Geiler Fisch. Und Guido. Lübt, es lübt. Die wollten wir haben. Also, zurück des Guten. Barsche haben wir schon ein paar. Aber wir wollen noch mal 2, 3 richtig dicke. Also bleiben wir hier weiter stehen. Und der darf. Ab geht's. Also für mich hätte richtig dick in diesem Fall den Nagel auf den Kopf getroffen. Aber klar, warum sollten Robin und Guido ihren ersten Spot nach so kurzer Zeit schon wieder verlassen? Wobei, ein möglicher Grund zeichnet sich ab. Na Adrian, wie viel Bock hast du auf das, was da wieder über uns herbrechen wird? Geil, ne? Das wird wieder wild. Bestes Wetter haben wir ausgesucht, aber die Fische beißen. Ich sag euch, der Osterhase, der musste dieses Jahr richtig leiden. Was sind die Warenwerte? Okay, 70 € sind garantiert und bis zu 500 € Warenwert sind in den prall gefüllten Tüten. Und Extras? Was sind die Extras? In jeder Tüte gibt es einen von 8 exklusiven Osterprodukten. Real Vibes, Power Vibes und Turbo Louis. Mega gut. Warum nicht gleich so? Und damit dieses Jahr wirklich keiner eine doppelte Tüte bekommt, hat jede Variante eine andere Farbe bekommen. Aber nur, solange der Vorrat reicht. Nur solange der Vorrat reicht.
Na warte. Tatsächlich nur auf hechtundbarsch.de. Jetzt ist die beste Zeit für dein Boot. Sichere dir jetzt dein Traumboot zu attraktiven Sonderkonditionen und spare bis zu 5.000 € auf ausgewählte Komplettangebote. B1 Boat Center. Willkommen an Bord. Oh, it's hard. It's super hard, but you have to do the best out of the situation. Like, try to be safe. Don't fish at the big lakes. Just try to be in like smaller, narrower water where the waves don't get this big. So yeah, we'll keep on going after this to like smaller place. But this works. But it's still hard conditions. No, guys, I'm not praying for fishing God. I'm just trying to get closer to the water because the side wind is quite heavy and the line is not going straight. So when you put your rod and line closer to the water, the line goes underwater and it's easier to control the retrieve of the bait. Das ist eine Kacke jetzt gerade. Da steht auch eine schöne Knolle. Steht auch alles voll. It's a cool part to fish. Absolutely. Yeah, fish. Fish, 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 fish. There we go. See, exploring fish is not that bad, huh? No, it's not. It's cool. It's a zender. It's a zender. Good for that. Ah, that's the first fish. Great. First Good job, fish. good job. That's awesome. On the new curl shed, 10 centimeter. Cool, man. Look at this. It's awesome. That's the first fish. It is. On a brand new spot, a brand new lure, a brand new... With the power bait. Not with a brand new friend. No, for sure not. I got a brand new age though. Look at this. It's a smaller zender. The first fish for Team Abu. We need two of the river, but I hope they will be bigger today though. But hey, cool. Good job. I get the measure board. It's the Berkeley curl shed, color Atomic Chicken. Let's see. Just put the power bait on it and it delivers straight away fish. So it's 52? 52, yeah. First fish. Lass uns doch an der Brücke eben 2-3 Mal dran lang werfen. Ja. Ich muss mal eine Route auch noch mal aufbauen. Und Also, Power Hour war leider nichts, aber wir haben viele Erkenntnisse. Fische sind auf jeden Fall da. Wir probieren es jetzt da an der Struktur kurz beim Jiggen und dann gehen wir auf jeden Fall wieder in dieses Loch und fischen da die Kanten. Haben uns ein paar Markierungen gesetzt, während wir live geguckt haben. Ist bei dem Wind natürlich nicht ganz einfach. Die Fische sind auch irgendwie nicht ganz so gut drauf. Sie haben schlecht reagiert. Manche sind hinterhergelaufen, andere nicht. Aber wir sind confident, dass da noch was kommt. Es sind richtig viele Fische da. Also drückt uns weiter die Daumen. Mal abwarten, ob sich das Scouting von Zack auszahlt. Robin konzentriert sich nun ebenfalls auf tiefere Strukturen. Es gibt einen kleinen Köderwechsel, beziehungsweise gleich einen Routenwechsel. Und zwar werde ich jetzt hier ein bisschen die Kante abjiggen. Das Unwetter kommt und so ein schwerer Gummi. Unsere Flash Jays werden es hoffentlich richten. Das war ein Flash J Plus
in 4 Inch. Da ist die Besonderheit, dass der im Vergleich zum normalen Flash J Shed ein größeres Pedal hat und dadurch natürlich mehr Wasser verdrängt, was im Fluss meistens nicht ganz schlecht ist. Oh, people are already catching. Yeah, we too. So that's good. Abo 52, Xander, Mitchell. They're already a 47 centimeter perch. That's a big one. Tail walk. 37 perch, tail walk. 36 perch, tail walk. Wow, man, you're doing good. Who's doing it? Tail walk. Tail walk. Western Tone, Xander 56. Another 45 perch, tail walk. We're gonna get the perch on leg day, hopefully. Die Wind. Go fishing, they said. It will be fun, they said. Gehen Sie angeln, haben Sie gesagt. Da hast du Spaß, haben Sie gesagt. Ah. Na dann. So, ich zeige euch jetzt mal was. Im Wind ist es ja so, wenn der Köder aufgeklatscht ist, dann geht die Schnur natürlich im Riesenbogen mit dem Wind. Da könnt ihr eine coole Sache machen. Und zwar, ich zeige euch das mal. Ich schmeiße aus, halte dann aber die Rute hoch, kurz bevor der aufklatscht und mache schon mal den Bügel zu. Und dann wird der Köder sozusagen die Schnur straffen, aufklatschen und dann kann ich den Bügel zumachen. Und ich habe direkt Köderkontakt. So sieht das aus. Ich mache jetzt den Bügel zu und gehe mit. Und jetzt habe ich ganz wenig Schnurbogen und habe direkt Kontakt und kann selbst in diesen krassen Bedingungen hier super direkt losstarten. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Ah, good, good. That's a good one. That's a good one. That's a good one. Alrighty. Look your rod. How is it? Yeah, it's a soft rod, huh? Oh, soft rod. Soft rod, but a good sender. Yeah. Oh. It's the same size as yours, I think. Come on, baby. Yep. Hoppakee! Bigger, yeah. It's a little bit bigger, huh? Little bit. It's a little bit longer. So good news. Yes, sir. It looks like he's smoking a cigar, guys. This lure, a Shetty's pintail in the color I use Shed, has brought me already a lot of fish. Yeah. Look at that. Hooked perfectly in the nose. Make this Check. one wet. Yeah. And it's out. 58. 58. Super. Approved? Yeah. It's a nice size. Let's put it back. Super. Bye bye. Oh, completely wet. Good, good. Yes. On a good spot, it don't take much time. Exactly, exactly. You are jigging, right? Yeah. And you have a funky shot. It's called like funky jigging. Funky jigging. You're Yes. doing. I'm doing gecko jigging. So the main difference between his lure and my lure is that this one has a pedal tail like this, and it works because of the pedal. But this is more movable. It has a pedal like this, but it still moves here on those ribs. So they make a different action, both of lures, and you can target a different fish differently. Differently active fish. One likes this and one like this. That's why we're not going on the same lures and same type of lures when we are pre-fishing and searching for a fish. Okay, I think we have to move. I think we can change a spot, and we had a further the one where was a guy in a boat, right? Yeah. So we could make it there. Okay. Also wir machen Spotwechsel und ich muss auch hier nochmal herzlichen Dank sagen
Ihr seht ja auch, was für ein Boot wir sind. Und zwar jetzt sind sie ja unsere Konkurrenten, auch aus Gruppe D, Team Humminbird, Minn Kota. Ich habe das Boot von Nils hier ausgeliehen, damit wir hier fischen können, weil wir haben davor schon eine Competition gefischt und wir wollten unbedingt den 360er dabei haben. Und das haben wir, damit wir die Struktur gut erkennen können. Und das hilft uns hier ungemein an diesen Steinpackungen. Und ab geht's, Guido, zum nächsten Spot. Oh, kommt noch ein bisschen Regen. Soll ich näher ransetzen? Ich mach mal eben mit der Fernbedienung. Ja. Es gibt eine richtig coole, für solche Situationen gibt es eine richtig coole Funktion. Das ist die Spot-Lock-Jog-Funktion. Da kann man einfach den Ankerpunkt versetzen. Und das mache ich jetzt, indem ich einfach hier auf der Fernbedienung nach links drücke ein paar Mal. Und dann verschiebt er den Ankerspot. Ich muss nicht neu ankern oder irgendwas neu finden. Der fährt einfach hin, ankert da wieder. So, zack, jetzt dreht sich die Kiste. Und ich kann einfach weiter angeln und kann mich so ein bisschen anders positionieren, immer schön. Ready to use, but first, some power weight gel. How it runs into the honeycomb structure if you move it in. And it stays in the bait. Yeah, fish. Fish. Perch, it's perch. It's perch. Yep, got it. Got it. Good job, man. There we go. Oh, again. Second species on the board. That's cool. Good job. The lure was double, you see? Yeah, it's so easy for the fish to double it and to swallow it. The Berkeley Curl Shad 10 centimeter. We got it in 7.5 centimeter, 10 centimeter, 12.5 and 15. So let's measure this perch. Yeah. 34? 34. Yeah, 34. Small perch, but we're happy with it. Okay, there we go. Second fish. Den kleinen City-Flitzer hier. Ja! Oh! Really good. Missed it again? Yeah, I missed it. Good bite? Yeah. Good sander. They are there, eh? Good sander. Look. Oh yeah. They're there with a lot. Yeah, yeah. Really a good bite. I moved the boat a little bit like this, and now we are perfect, I think. It's difficult to fish it good when we are far out. Yeah. Now I can leave it here and drop shot. I got immediately 2 bites. We will get another one here. Don't think it was big. That means we still haven't caught the biggest one. We never know, but that's positive thinking, eh? Now it's both storm and rain. That's fucking perfect. Pulling up now, here it comes, and it's yes. Is it okay, you think? What? It's okay. Yeah. Make it wet, we hold it in. Fuck, my rod is blowing away. It's a 50? Yeah, it's a 50. Yeah. Yeah, it's a oh, is it 50? No, it's just 50. It's 50. It's 50. On the Butterbolt, 7.5 centimeter, bite oblique. Tungsten jig head, just dragging slowly by the bottom, and first fish still super important for us. So yeah, let's catch another one and try to survive this day. Junge, Junge, sieht das ungemütlich aus. Hart erkämpfte erste Punkte für Jonas und Jochen. Team Humminbird sucht noch immer, hält die Stimmung aber hoch. Das, was ich meine, ist da hinten. Einen dahinter, weißt du? Oh shit, jetzt habe ich nochmal ausgeworfen. Aus Versehen. Ja, das sind die Fraps. Frappierend.
Ja, Angeln ist ein absolut, ich wollte schon sagen, ein affentittengeiles Hobby. Das sollte man echt mal öfters machen. Wo wir gerade drüber sprechen, fängt schon wieder an zu regnen. It's a little bit less, the wind. Yeah, I think. Maybe because we are a little bit here, it's a little bit challenging. I didn't say anything. It's coming with buckets down. Ja. Gut, stopp. Du hast vorne, kannst auch auf Ankern immer drücken, musst mir dann nur sagen. Ja. Müssen noch ein bisschen weiter dahin. Das sind auf jeden Fall Fische. Da hängt er. Ist ein bisschen größer. Jo. Kein Monster, aber ja. Da ist er. Drin! Drin, der kleine Mann! So, mach du mal weiter. Ich hol mal die Scale. Das passt. Vielleicht ein kleines Upgrade. Das schauen wir uns jetzt genauer an. Nächster. So. Der ist wahrscheinlich klein. Den hole ich mal so dazu. Okay. Denk dran, mit Kescher oder Handlandung. Soll ich reinkeschern? Ich habe ihn. Mach mal doppelt. Doppeldrill, mehr oder weniger. Und ja, 2 Köder. 2 Fische. Mhm. Ich messe meinen mal schnell. Und wir hoffen darauf, dass wir jetzt an die 40 rankommen. Wir haben uns ja eben schon gut verschätzt. Und das sieht sogar sehr gut aus. Ich glaube, der geht durch als 42, ne? 41,5. Ja, nur Glück. Cherie, 41,5, wa? Ja. Geiler Fisch. Dann schmeißen wir sie gleich zusammen zurück. Den brauchen wir nicht messen, der ist zu klein. So, und ab geht's zurück ins Wasser. Hier. Ab geht die Post. Und go. Auf die nächsten. Nächster. Oh, das sieht besser aus, ja? Ja. Den kescher ich auf jeden Fall. Der bockt gut. Schöne Sache. Oh, Guido, den brauchen wir. Schöner Barsch. No pressure. No pressure, Vorsicht, geht nochmal runter. Ja! Sehr geil. Guter Mann. Ich will ihn erstmal auf der Scale haben. Das dürfte das nächste Upgrade sein. Kam auf dem JP Spin in 12 Gramm. Ein bisschen leichter gegangen, hinten ins Flache geworfen. 45, ja? Der hat 45, also 44,7 oder so. Also 45er für die Wertung. Ist der richtig hinlegt da? Guido, das ist er, den wir haben wollten. Das ist er. Jetzt haben wir einen 45 plus Schnitt. Also ich glaube, der Schnitt würde jetzt hier 45,6 oder sowas. Also das ist geil. Das läuft. So, das heißt, wir brauchen Zander. Zander. Und Hecht. Hecht, gucken wir mal. Oh, vielleicht nochmal ein Barsch als Beifang. Ja. Und dann darf er zurück. Und jetzt stehen wir vor der Entscheidung, ob wir noch weiter auf Barsch angeln oder ob wir an diese wunderschönen Zander gehen, die so richtig Bock hatten die letzten Tage, nämlich so gar nicht. Wir besprechen uns gleich einmal und dann haben wir gleich entweder die Zanderrouten in der Hand oder machen nochmal 5 Würfe auf Barsch. Also es macht ja mega Spaß, das Barschangeln hier. Das funktioniert auch am laufenden Band, aber es bringt uns halt nicht viel. Wir können nicht mehr so viele Punkte upgraden und die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß, dass wir vielleicht nochmal einen dicken Barsch nebenbei auch auf den Jig bekommen. Und vor allem auch, wenn wir ins Flachwasser gehen sollten. Dementsprechend müssten wir jetzt eigentlich wechseln, egal wie viel Spaß es macht und wir einen Barsch nach dem nächsten hier vielleicht noch rausziehen würden. Shit, machen wir so. Wir stehen Gott sei Dank an der Stelle, wo wir auch Zander fischen können. Das heißt, die Gummis kann ran und wir werfen noch mal ein bisschen auf Zander. Im Grunde eine alternativlose Entscheidung, zumal Tailwalk dafür ja nicht einmal den Spot wechseln muss. Die Konkurrenz kann aktuell nur hinterher schauen.
So on this small river channel, what is it? But you're gonna look for spots that looks good. We already saw some concrete walls, little corners. Wow! Wow, that's cool. Okay, let's search for another spot. Yep. Abu bewegt sich auf dem Wilhelmina-Kanal Richtung Ammer. Quasi zeitgleich verlässt Weston die Bergsche Maas mit demselben Ziel. Imagine if you live there. You can fish all day. You can sell the boat and You don't need a boat. no. You could do guiding from Yeah, shore. yeah. Only give the rocks to the customers and Yeah, and watch TV Yeah. and get money for that. yeah. Got it. There you go. Perch. No. No, I think it's not a. I think it's an eyed. And it's big. It's an eyed, An eye. but a really big one. I can. Man, that's huge. I got it. Thanks. It's a really big one. It's a really big one, yeah. Have a look at this beautiful fish. It felt for the smell of power bait. It doesn't count, but it's really nice to catch. Awesome fish. Let's put it back. Bye bye. Thanks for playing. Let's get something with teeth now. You gonna fish here? Yeah. But it's two spots. I want to check both. Okay. Look, here. Look. This is the other one. Okay, that's a lot of structure, eh? Yep. Must be some pike around as well, huh? Yeah, it must be. It's possible. Yeah, got it. Now I have it. It's a pike. It's a small pike. Small pikey. Good. Oh, I just said there must be pike around here. Got it. There is pike around here. Got it. Got it. 56. 56. Cool. And again, on the Berkeley Cold Shed with power bait on it. Super. Okay, watch out. Still safe? Okay, bye bye. TT Slim in 5 Inch am 24 Gramm Kopf mit unserem Moonwalker. Das ist noch ein Prototyp, aber wenn das Ganze ausgestrahlt wird, dann ist die entsprechend auch schon fertig für euch. Hat nachher Kontergewichte, die man wechseln kann und ist unsere Premium Zanderrute. Wenn ihr sie seht, nehmt sie mal in die Hand. Der Rest erledigt sich eigentlich. Und damit versuchen wir jetzt ein paar schöne Zander zu fangen. Die Crosswicklung ist wirklich der Wahnsinn bei der Route. Diese Rückstellkraft, also gehört definitiv zu meinen Lieblingsrouten. Den hatte ich ja eben schon. Fish Arrow Flash J Klassiker. Bin echt froh, dass wir die im Programm haben, im Sortiment. Bei Hecht und Barsch sind sie ja, glaube ich, auch vertreten. Fisch. Und ich kann gar nicht wechseln. Ist aber, glaube ich, ein Barsch. Erster Wurf. Auf dem Jig mit 25 Gramm. Nee. Da ist die erste Zander. Zanderli. Erster Wurf. Aber ich nehme mal nicht zu viel vorweg. Das ist die Größe, die wir leider sehr viel im Training hatten. Klein, aber komplett weggeballert. Wir gucken mal, ob er Maß hat. Und dann... Ja. Nein, den will ich nicht über die Grenze rüberkriegen. Der hat 45. Nicht mehr, nicht weniger. Hat er Maß? Ja, 45. Aber wie fest war so kleine Zander an? Nicht schlecht. Und schnell zurück damit.
Gute Neuigkeiten für die Barschangler unter euch. Den Drunk Dancer, den beliebtesten Gummiköder von LMAB, gibt's jetzt auch in Mini. Der kleine Doppelschwanz-Twister kommt in 5, 6 und 7,5 cm Länge in 8 Dekoren, speziell fürs Barschangeln und lässt sich super am Jigkopf, am Net-Rig, am Skirted Jig, als Trailer und natürlich an sämtlichen Finesse-Rigs fischen. Eine Packung, egal welche Größe, gibt's ab sofort für nur 4,99 bei dir im Angelladen. Und auch für diejenigen, die gern mit kleineren Ködern auf Hecht fischen, haben wir gute News, denn den Drunk Dancer in den herkömmlichen Hechtdekoren, den haben wir nun auch in 12 cm. Ideal am Jigkopf, aber auch perfekt als Trailer für den 5.0er Multivibe. Also, go small or go home. Heute stelle ich euch eine Neuheit von Monkey Lures vor. Es handelt sich um den Scorpion Louis, der erste Creature Bait von Monkey Lures. Der Scorpion Louis kommt in 6-fängigen Dekoren. Der Hyper Twisttail bewegt sich schon bei minimalen Zug und hält den Köder konstant in Aktion. Dazu kommen 8 seitliche Paddle Arms, die unter Wasser für hochfrequente Vibration sorgen. Die Mud Crawler Legs am Bauch sorgen bei Kontakt mit dem Grund für kleine Reizwolken an Sediment, die der Köder hinter sich herzieht. Der Scorpion Louis ist vielseitig einsetzbar, ob klassisch am Jig, als Trailer für ein Chatterbait oder an jeglichen Finesse-Montagen. Mit seinem großen Auge als Aggressionspunkt, der eingelassenen Offset-Tasche und seinem starken Aroma entfaltet der Scorpion Louis gerade bei langsamen Präsentationen seine ganze Stärke. Also checkt ihn aus, er ist ab sofort im Handel. Vorsicht, Wellen von hinten, große Wellen von hinten. Hui. Oh. Alter. Riesenbarsch. Fucking großer Barsch. Oh, den brauchen wir. Ja, Mann. Ja. Guido, hier einen nach dem anderen. Gerade ein bisschen versetzt und währenddessen schießt er da rein. Ja, nicht warten, bis das Boot anders steht. Wir haben es vorhin schon gesagt, beim Zanderangeln sind auch gute Barsche gekommen. Und so einen haben wir hier gerade im Netz. Ich hole ihn mal für euch raus. Der Biss war so krass. Köder komplett weg. Ist immer noch der TT-Shed in 5 Inch am 24 Gramm Kopf. Da macht er keine Gefangenen von, ey. Traumbarsch, Guido. Den haben wir gebraucht. So geil. Was sagt der Kameramann? 46,5. Ich gucke mal so. Ja. 46,5 im Turnier. 47. So. 47 Punkte, beziehungsweise 47 mal 2 Punkte. Schwimmen davon. Das sind 94 Punkte, Guido. Nehmen wir mit. Nehmen wir. Auch kein kleiner. Oh, definitiv nichts Kleines. Gehst du nach links? So. Ich wollte meinen Fisch gerade reporten und da kommt der nächste Dickbarsch, Alter. Das ist schon wieder hier so ein Kaliber. Aber ein Dickbarschchen nach dem nächsten. Warte, ich nehme ihn einmal schnell. Super, raus. Also, Alter Vater. So macht Angeln Spaß. So macht Angeln Spaß. Das Während ist so geil. Robin den Fisch einmal schnell versorgt. Das ist der nächste Prototyp von der Moonwalker als Barsch-Version. Und hier sieht man auch den Griff, der auch bei den anderen kommt, bei der Zander-Version mit so einem schönen X drauf. Und hier sieht man auch das X, das Cross-Wrapping
was über die Route gemacht wird, damit die eine schnellere Rückstellkraft hat und noch mehr Backbone. Ja, das ist die Barsch-Version, die fischen wir, die ist neu angekommen. Und die Zander-Version, die ist bald verfügbar. Also wenn ihr es seht, ist sie verfügbar. Also, ein absoluter Traumbarsch auf unsere Fish Arrows. Geil. Also, wenn wir den jetzt hier haben, was sagt der Profi? 48. Der hat wieder die 0,5 überschritten und Wir hat haben damit Glück, wir haben Glück. 48 Zentimeter Geil. zählt er. Das sind 96 Punkte und wieder ein Upgrade. Alter Verwalter, das ist geil. Das ist wirklich geil. Ich reporte für dich. Ja. Den Schiri schicken wir umgehend zum Optiker. 47 Zentimeter sind aber natürlich trotzdem eine Hausnummer, die auf Tailwalks Barschkonto nun dreifach auftaucht. Wahnsinn! Lauf mit dem Barschen. Ich nehme jetzt den 4-Inch-Köder weg und die Zanderrute raus. Ich darf nicht mehr. Habt ihr das gehört? Also, jetzt kommt die Del Mundo raus. Eine Haarrute, deutlich strammer, 5-Inch-Köder und wir brauchen die ganz dicken Zander jetzt. Oder so ein Hecht. Das Problem, was wir haben, wenn wir mal bessere Zander gefangen haben, und das war im Training halt um die 60, um ehrlich zu sein, dann kamen die auch auf 4-Inch-Köder und gar nicht auf die großen. Das heißt, man weiß jetzt nicht, ob man 6-7 Inch ranhängen soll oder nicht, aber ich glaube, wir werden es so machen, dass einer größer und einer kleiner fischt, ne Robin? Ja, also ich glaube eigentlich, Guido hat das gerade gesagt, er möchte nicht, dass ich noch einen Fisch fange hier. Und das eine oder andere ist, nein, Spaß beiseite, wir wollen den dicken haben. Also ganz klar, unser Adusta Pentashed, 5 Inch und ja. Der soll's richten. Der soll's richten. Wie viel Gramm hast du drauf? Ich habe 24. Okay, ich fische ein bisschen leichter, weil unterschiedlich ist immer besser, weil wir wissen ja nicht, worauf sie stehen. Weil er besser angeln kann als ich. Ich brauche 24, damit ich was merke. Nein, Spaß. Tailwalk muss ernsthaft überlegen, wie man den dicken Barschen aus dem Weg geht. Ein Problem, das Frapp sich noch erarbeiten muss. Got a fish? Fish. You got a fish? Not big one. Nice perch. Good, 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 good. Good, 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 good. We got something for a start. Yeah, Tony. A long time to get the first. Yeah, a long time for the Fish. first. But And perch. it looks good one. You cast it a little bit deeper. I cast it near the rocks, but it took in somewhere in the middle of the road. So around 15 meters from the rocks. Okay, you're gonna. The first one. Yeah. On a gecko. Almost without the stripes. Yeah, yeah. Almost. Almost like a dead one. It's 39 because it's not over 39 and a half. Ah. Yeah. Yeah, it's 39. Go, buddy. Thank you. After first fish, the sun is starting to shine. And he goes, good job, boys. Got it. Oh, fuck. Hard bite, man. Ja, gerade. Ah. Man. There's a lot of fish around here. Yeah, no, there must be more Yeah, coming. there must, yeah. More coming. Because the black spot went bigger, huh? Yeah. And muddy water. Perch. Nice one. Good. Got it. Fish is coming to the spot, huh? Yeah. Oh man. It's not a big one, but a beauty, huh? It's a cool fish. It is a cool fish. And again, that cold shot. It's 10 centimeters, but it fits in that perch because it goes double. Nice. It's again for a measure board is 35, yep. Good, my friend. Good. Nice fish. Let it go.
Opa. This is also a spot when you have a zander here, it's a big one. Ja. Hangen, hangen! Ja, kom. Dropshot. Snel, want het is een dikke baars. Dikke baars? Ja, dikke baars. Redelijk zeker. Yes. Zie je? Dikke baars. Yo, yes. Geen hele grote, maar ça va, hè? Ça va. Better than no birds. Oh, perch. First cast. I also had a bite, and maybe also it was not hard, but it was hard enough to know it was not a bream. Might have been also a perch, no, of course. It is. Oh, it was not touching. 32. Yeah. So, nice perch, 32 centimeters. Let's see if there is a bigger one around. Let's put it back. Bye bye. Okay. Good. Hat der Maß oder was? Nee, ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Da war mal wieder die krasseste Action des Tages hier, Jan. 42 muss er haben. Nein. Nein. Darf gehen. Zack. So. Fish. Fuck, yes. Oh, what is it? Is he? That was fish. There he is again. There he is again. He's on. Fucking nice. Oh, yes. Fucking nice. Final perch. Great. Come out. Fuck. Yeehaw. It was so funny. He jumps around That's the a line. 40, right? And so, you know, everything's still wet. Oh, wait, sorry. $37. See, 37. Okay, let's go. Thanks a lot. Boom. This is Parrot Bleak from Bite of Bleak. This is a butterboat. Last year did a good job, and this year again. And this was really tricky. The fish was close to the buoy, and then he turns around, and I sort of lost it. I got stuck on it, but then he swims around, and yeah, he enjoyed the party here. Yeah. Perch. Perch? Yeah. Kidding? You're kidding? It's a good fish, I think. It's not a bad perch. All your fish are good. I know. All your fish are good, so it's good. if this is the perch, it's a good Coming one. to this side, look. Far away. Haha. Far away, eh? Yeah. Well, it's not so big, but... Oh, complete inside. Yeah? Yeah. Right. We can have it. Okay. 32 again, approved? Yeah. Yes? Yeah. All right. Bye, buddy. Vorsicht. Das ist, glaube ich, eine gehackte Brasse. Hilfe! Abwarten. Also brauchst keinen Kescher, sagst du, ja? Was habe ich jetzt hier dran, Alter? Oder einen Rapfen. Also ich hatte ja auch Also ich muss mal zu dir nach hinten kommen, kurz. Ja. Also, irgendwas ist schwer und schnell. Wäre schön natürlich, wenn das ein Wertungsfisch ist, aber wir haben irgendwie gerade nicht so das Gefühl dafür. Es kann vieles sein. Rapfen, Brasse oder der Monsterhecht. Den auch mal gezuckt hat. Ja, mehr ist schon. Also,
Ja. Weiß ich jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll. Schön ist sie! Ja, Guido, mega schön ist sie. sehen die aus. Also, Halleluja. Ich weiß auf jeden Fall, warum deine Kescher immer kaputt gehen. Wenn du so eine Klampen schon direkt nutzt, damit der Kescher nicht abhauen kann. Safety first. Ich habe sowas noch nie gefangen. Ich weiß nicht, wie biestig die sind. Deswegen schnell damit zurück. Aber die sind mega schön, ey. Schöner Fisch, geiler Drill. Ja. Und aber ein Zander in der Größe jetzt, oder? Ja. Und zurück damit. Das Meereschen auf 1,5 Meter rumchillen wusste ich vorher auch nicht. Ja, aber sieht man ja oft an der Oberfläche, ne? Ja, wir haben hier große Schwärme, die immer mal wieder hier an der Oberfläche am Rumziehen sind. Vor allem an den guten Tagen kann man die sehr, sehr gut ausfindig machen an der Oberfläche. Und wo eine ist, sind leider auch immer einige Meereschen. Das heißt also, wir müssen jetzt hier vorsichtig sein, dass wir hier nicht gleich noch eine da am Band haben. Und deswegen driften wir auch schon wieder langsam weiter. Die Highlights sind leider etwas ungleich verteilt, aber das war, soweit ich mich erinnere, die erste Meeresche im YPC. Schöner Fisch, hoffen wir bloß, dass es bei diesem einen bleibt. Robin wechselt jetzt jedenfalls auf einen Köder, den auch ein Friedfischschwarm früher auf dem Schirm haben dürfte. Mogul Crank +3, ihr kennt ihn glaube ich noch vom letzten Jahr. Das ist genau der. Das ist sogar genau der. Der hat ein Jahr überlebt, schöne Fische gefangen, Hammerfarbe und hoffentlich bringt er mir jetzt auch wieder Glück. Hängt. Ja, Fisch. Noch nicht die Kante erreicht und Fisch. Wahrscheinlich Barsch, wa? Ja, das könnte ein Barsch sein. Fühlt sich nicht wie ein Zander an. War aber noch im Tiefen, bevor ich die Kante erreicht habe. Oh, ja, Barsch. Ich glaube, du musst nach hinten. Bis nach hinten? Ja. Habe ich nicht gesehen. Ja, Barsch. Oh, gute Größe. Schöner Barsch. Ja. So. Ist er los? Ja. Sehr schön. Ich gebe dir das einfach nach vorne. Das passt. Dankeschön, Guido. So, auf unseren Mogul Crank. Gerade noch von gesprochen, dass er mir Glück bringen sollte. Das hat er, ist ein schöner Barsch. Ich glaube zwar nicht, dass es ein Upgrade ist, aber wir halten ihn kurz aufs Measureboard. Und ich muss dazu sagen, wir wurden von einigen Teilnehmern genau nach diesem Crankbait gefragt von uns. Und ich bin gespannt, wer noch alles hiermit die Tage abliefert. Also ein dickes Moppelchen, aber ich glaube nicht ganz so lang. Und auch die Schwanzflosse ist hier ein bisschen beschädigt. So, von denen messen wir einmal schnell. So. Der hat, was hat er, 43 cm, sehe ich das richtig? Ein bisschen mehr. Ja, der geht wieder weg. Schöner Fisch. Im Grunde zu schön, um nicht auf dem Board zu erscheinen, aber so stellt sich die Lage aktuell dar. Für Robin und Guido war es der 7. Ü40 Barsch. Alle anderen Teams stehen kurz vor der Halbzeit bei 0. Aber vielleicht kann ja zumindest der zweifache Perch Pro Sieger noch etwas daran ändern. Shitty that I missed the pike. Yeah, sucks. It was a pike for sure. Yeah, sure. Yeah, that was fucking a shame. Lost half an hour. No, fish. Found a fish. Really? Yeah. Fish on. It's a bigger one. Yeah, maybe. Yeah, this one is bigger for sure. Oh, fucking nice.
Okay. 52? Also, it's 52. 52. Yep, 52. Yep, upgrade. Is it upgrade? Yes, last one's 50, so it's... Oh. You want to go back? 3 on the paper. Holy fuck! Holy fuck! Holy fuck! That was fucking 1.10 meters. Ooh, that was a really big one. That was a really... I saw it. Holy shit! Holy crap. That was so big. That was a 110 plus fish. That was really so big. That was a really big one. And it was just laying next to my rod like I saw it. I couldn't do anything anymore. Oh man, it was really heavily built. Like Really a 110 heavy plus fish. pike. Extremely. Jesus man. Holy shit. Did it follow the lure? Man, until the boat Man. took a while, man. That was a really big one. Really big. Das hätte die Situation mit einem Schlag entscheidend verändern können. Ihr seht also, auch wenn hier die meisten Teams einen eher langsamen Start hingelegt haben, es braucht manchmal nur Nuancen. Wir hören die Zwischenfazits. Okay guys, this is the end of our first episode. Yeah, just had a really big follower of a pike. He didn't grab the lure, but it was just laying next to the boat, 110 plus, easily. Big, fat, high. It was a crazy big fish. Well, we caught some fish, and we will do our best in the next episode. Maybe we come back to that little spot in the next episode to check if she's still there, because we stay around. Watch us. See you later. Team Abu. Bye. Yeah guys, so end of episode 1 for us. First half of the day, and yeah, the weather has been so crazy. Yeah, we got 3 fish in the box of the cart. Not so bad. We hope to upgrade them. We want to have 2 good fish in the river. That's our target. And yeah, hopefully we'll get pike in the afternoon. Yeah. So we keep on hammering. Stimmungsbarometer. Anschlag. Nee, es ist zerrt jetzt mittlerweile echt am Nerven, weil halt, ja, man hat sich natürlich anders vorgestellt. Ich glaube auch die erste Folge geht so langsam zu Ende, wenn ich auf die Uhr schaue. Bis jetzt war das Pleiten, Pech und Pannen. Ich wünsche uns weiterhin viel Glück und wir sehen uns in der nächsten Folge und hoffentlich mit Fisch. Drückt uns bitte die Daumen. Wir sind fast mit der ersten Tageshälfte durch und jetzt nähern wir uns der zweiten, und zwar ist es jetzt nachmittags hier und es geht in die Abendstunden rein und wir wollen diese Zeit nutzen, natürlich besser 2 gute Zander zu fangen. Drückt uns die Daumen. Wir sind eigentlich zuversichtlich. Wir haben das nicht trainiert, aber ich sag mal so, wir kennen uns ja ein bisschen aus und hoffen, dass 1 oder 2 von unseren Spots hier nachher liefern, ne? Und da sie tagsüber nicht beißen, müssen sie ja irgendwann. Ja, also ich denke so ab 19 Uhr, 19:30 Uhr wird es wirklich interessant. Also keine Zeitstrafen, wir haben überall Titan drauf, auf jeder Route. Bis nachher. So, the day is hot. We have 2 zander and 2 perch. It's not easy on the river. We have a lot of wind coming in, a lot of brown water also. But we are never giving up, and as well Luke as I are chasing pike. Yeah, now it's pike time. Because it's afternoon and we have 4 other species already. So every pike we can catch is very good, it's a bonus. So you've heard the plan. I hope you enjoyed the first episode from our group, and we will see you next week. Ja, so Jan, das ist das Ende dieser Episode. Ja, wir hatten auf jeden Fall schon mal bessere Angeltage, ne? Nur Schniepel, nichts Zählbares. Ja, und jetzt müssen wir uns echt mal was Fundamentales überlegen. Ja, machen wir. Wie wir hier nochmal das Ruder rumreißen. Ja. Denn, was wir ja wissen, angeln können wir ja eigentlich. Eigentlich ja, aber heute, aber heute haben wir nicht die richtigen Entscheidungen getroffen. Nein, deswegen versuchen wir es jetzt zu korrigieren. Genau. Machen was komplett anderes. Und was das sein wird, seht ihr in der nächsten Episode. Bis dann, bleibt dabei. Tschüss. Ciao, ciao.
Angesichts ihrer Situation wirken Jan und Nils überraschend zuversichtlich. Allerdings klang es mitunter schon an. Die meisten Teams wollen vor allem das Minimalziel nicht verfehlen und setzen den Großteil ihrer Hoffnungen in den Lake Day. Tailwalk fischt hier bislang in einer eigenen Liga. Die 3 Teams dahinter sind zur Halbzeit im Soll. Und immerhin eine WhatsApp konnten auch die Newcomer von Frapp schon absetzen. Bei Zeck und Hammenberg dagegen dürfte der Schuh nach dem bislang zusammengeschusterten bereits ein wenig drücken. 4 Stunden bleiben für die Korrektur am nächsten Sonntag ab 18 Uhr. Und sollte es euch bis dahin in Erwartung der rapide sich nähernden Raubfischsaison zu stark in den Fingern jucken, Abhilfe aller Art findet ihr im Hecht und Barsch Online-Shop. Ciao.